Hallo und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich möchte euch heute so ein bisschen zeigen, was ich als Künstlerin alles besitze und was ich zum Arbeiten brauche. Ich brauche nämlich gar nicht so extrem viel. Ich bin ja recht aufgeräumt und ordentlich und ihr seht auch, dass ich das meiste in einer Schublade in der Kommode aufbewahre, damit eben nicht so viel rumliegt. Vielleicht habt ihr auch in anderen Videos schon mitbekommen, dass ich mich so ein bisschen in Minimalismus versuche oder auch teilweise danach lebe. Je nach Bereich gelingt mir das mehr oder weniger gut, aber ich finde immer so, bei den Künstlerartikeln kann sich immer sehr schnell ganz viel ansammeln. Ich versuche das einfach in einem geringen Maß zu halten und mag es halt auch nicht, wenn zu viel rumsteht. Das überfordert mich irgendwie und ich habe einen viel klareren Kopf für die Kunst, wenn ich einfach alles aufgeräumt habe. Es gibt, je nachdem, was ich gerade zu tun habe, natürlich Zeiten, in denen es mal weniger ordentlich ist oder wo ich nicht mehr so richtig hinterherkomme, weil einfach zu viele Aufträge rumstehen oder so. Die kann ich halt auch manchmal nicht einfach wegräumen. Das ist halt das Problem. Darum muss ich mich natürlich damit abfinden, dass es nicht immer 100% ordentlich ist, aber ich tue mein Bestes. Ich nehme euch jetzt erstmal mit und zeige euch mein Equipment. Vielleicht interessiert das ja den einen oder anderen von euch. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Hier habe ich zum Beispiel gerade ein Bild fertig eingepackt, was in den Versand geht. Und da mache ich immer diese Sticker drauf, damit möglichst dem Bild nichts passiert. Das ist einfach so eine Rolle, die habe ich bei Bauhaus gekauft. Das ist so ein Warnhinweis, Klebe-Sticker-Ding. Und ja, die brauche ich natürlich immer. Also das habe ich auf jeden Fall immer auf Lager. Dann habe ich natürlich auch immer Klebeband und eine Schere und Kartons zum Einpacken dabei. Die Luftpolsterfolie, da habe ich auch so eine ganz spezielle, die besonders stabil ist. Die kaufe ich auch immer in demselben Shop und auch immer wirklich mit 100 Metern. Also das ist ein Riesenteil, was ich dann da immer stehen habe, aber ich brauche es halt nun mal zum Versand. Und hier ist jetzt auch schon meine erste Schublade. Hier habe ich mein goldenes Blattmetall drin. Das, was ich immer verwende von der Marke Horus. Das ist hier die Farbe Mittelgold gelblich. Das benutze ich halt auch sehr häufig. Dann habe ich hier noch Kohlepapier drin. Das brauche ich ab und zu, wenn ich zum Beispiel Porträts male, weil ich da halt wirklich durchzeichnen muss und eine exakte Vorlage brauche, bevor ich anfange, die Gesichter zu malen. Also ich arbeite bei Porträts möglichst nicht mit einem Raster, weil es soll halt wirklich genauso aussehen wie auf den Fotos. Dann habe ich hier noch solche Keile zum Auskeilen von Bildern, um die Leinwände ein bisschen besser zu spannen. Meine Glättkelle, eine Unterlage, die ich auch zurzeit sehr häufig benutze, weil ich auf dem Boden male. Das Gute ist, man kann die Sachen immer einfach aus dem Malerbedarf holen. Also ich bin da immer bei Bauhaus in meiner Malerabteilung hinten und da hole ich mir dann ganz viele Sachen immer, die auch sehr praktisch für Künstler sind. Dann habe ich hier neue Pinsel von Action. Probiere ich mal aus. Ist ja auch sehr günstig da. Schadet ja nichts. Und die großen Pinsel brauche ich vor allem für große Gemälde. Dann habe ich hier meine Anlegemixtion. Das ist von der Marke Luna. Handschuhe, um die Hände zu schützen. Und dann habe ich hier für Farben zum Mischen so ein paar Plastikbecher. Da habe ich einmal kleine, die sind ganz gut geeignet für so Acryltinte. Und ich habe große für halt andere Farben, die ich mit zusammen mische. Dann habe ich hier noch meine Malmesser und so Rührmesser und noch so ein paar Werkzeuge, die ich auch aus dem Baumarkt habe. Die benutze ich ja auch ganz gerne zum Malen, zum Beispiel wenn man solche Riffelstrukturen machen will oder einfach Spachtelmasse verteilen möchte. Dann hier den Catalyst Wedge, den habe ich natürlich auch. Und eine Nagelbürste. Ich hatte mir irgendwann mal vorgenommen, die zum Malen irgendwie zu benutzen, um Strukturen zu erschaffen. Habe es bisher noch nicht ausprobiert. Dann habe ich hier nochmal so einen Tapezierspachtel, den ich auch für Rakelbilder ganz gerne benutze. Und nochmal ein Malmesser. Das sind die Malmesser von der Marke Liquitex übrigens, diese Kunststoffdinger. Ja, hier hinten nochmal diese Kleberolle mit dem Warnhinweis, die ich auf meine Pakete klebe.
Und um die Ecken zu schützen beim Versand, habe ich dann nochmal solche Schutzpolster, speziell für etwas dickere Gemälde oder tiefere Leinwände sind die ganz praktisch. Und vorne rechts habe ich auch nochmal so ein paar Küchenschwämme, die benutze ich auch zum Verteilen von Farbe und zum Einblenden. Also das ist ganz gut, zum Beispiel, wenn man den Himmel malt oder so oder halt Farbübergänge gestalten will. Dann kommen wir jetzt auch schon zur nächsten Schublade. Hier habe ich vorrangig meine Farben drin und rechts auch so ein bisschen den Dekosand. Das hier ist eine Acryltinte, die ich in einigen Farben gerade vorrätig habe. Dann habe ich hier noch eine Acrylic Gouache, auch so eine dünnflüssige Farbe halt in Acryl, sodass man die auch für Acrylbilder benutzen kann. Ich finde, die sind sehr farbintensiv und wenn man zum Beispiel einen warmen, cremigen Weißton mischen möchte, dann kann man einfach 1, 2 Tröpfchen davon reingeben in die weiße Farbe und dann mischt man das einfach mit dazu. Finde ich etwas einfacher, als wenn ich da jetzt so eine normale Farbe, so eine dickflüssige Farbe benutzen würde, die so pastos ist. Dann habe ich hier natürlich auch noch meine neutralen Farben, die ich immer brauche, in der Großpackung. Einmal hier mit 750 Milliliter Inhalt. Das ist hier, glaube ich, jetzt das Titanbuff Dunkel von Talents Art Creation. Und das benutze ich einfach immer. Genauso auch übrigens wie das Weiß und jetzt ein neues Neapel Gelb-Rötlich, was ich ganz neu benutze. Das ist hier in dem Video jetzt noch nicht drauf, aber das habe ich mir besorgt und das benutze ich auch gerne. Dann habe ich hier hinten natürlich auch meine ganzen Sostrine-Grene-Farben, die ihr bestimmt auch schon gesehen habt in einigen Videos, wie ich die benutze. Die liebe ich einfach total. Ich finde die Farbauswahl auch total schön und ich finde auch die Qualität ganz gut. Ich werde nochmal speziell ein Video über meine Farben machen. Also das kommt demnächst dann hier auf meinem Kanal. Bleibt unbedingt dran und klickt auf Abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt, weil ich euch die Konsistenzen natürlich auch gerne zeigen möchte von den Farben und die verschiedenen Marken, die ich schon so ausprobiert habe. Dann habe ich diese Farben von Sennelier mal ausprobiert. Da werde ich euch auf jeden Fall auch noch mal was drüber erzählen in dem speziellen Farbvideo, was ich hochladen werde. Hier sind noch ein paar Farben von Rico Design, die ich schon seit Ewigkeiten gerne benutze. Das sind meine ganzen Farben von Liquitex. Auch eine Marke, von der ich wirklich sehr viel habe. Auch zum Beispiel die ganzen Acryltinten und diese Acrylic Gouache. Dann habe ich hier natürlich meinen Dekosand. Den brauche ich, um den in die Spachtelmasse reinzumischen, wenn ich da so eine körnige Struktur erreichen möchte. Mein Wasserglas zum Pinsel ausspülen. Und hier hinten sind noch mal so ein paar Vorratsfarben von Van Bleiswijk. Ich weiß nicht, ob man das richtig so ausspricht, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall sind die von Action. Da werde ich euch dann auch in einem Farbvideo noch mal etwas zu sagen. Ach so, da hinten hatte ich übrigens auch noch irgendwie Briefumschläge drin, weil ich gerade keinen anderen besseren Platz dafür hatte. Dann habe ich hier noch meine Flyer, die ich auch immer in meine Bestellungen dann mit reinpacke. Dann habe ich hier noch solche Kärtchen bzw. Zuschnitte, wo ich auch noch mal immer was draufschreibe, wenn ich ein Bild versende. Ich finde, das macht die ganze Bestellung dann noch mal ein bisschen persönlicher und man freut sich ja auch über was Handgeschriebenes. Ich meine, wer bekommt heutzutage schon noch was Handgeschriebenes, um mal ganz ehrlich zu sein. In der Schublade darunter sind Techniksachen und Kabel und nochmal Mehrfachsteckdosen und so ein Kram. Meine Hülle von der Kamera und ein Luftbefeuchter. Das sind einfach alles so Kleingeräte. Bügeleisen seht ihr übrigens rechts auch, die eben einfach da so einen Platz haben. Also das ist so ein bisschen die Technikschublade. In der untersten Schublade habe ich zum Beispiel hier meinen Gummihammer, den brauche ich, um meine Keilrahmen zusammenzubauen. Dann habe ich da drin noch einen Akkuschrauber, einen Schlagbohrer und meinen Akkutacker. Und den Akkutacker, den brauche ich natürlich auch immer zum Aufbauen meiner Leinwände. Ich mache ja sehr viel selbst, beziehungsweise wir machen auch sehr viel selbst hier im Haushalt, mein Mann und ich, und bauen halt auch gelegentlich mal irgendwas auf. Und da ist es halt einfach praktisch, wenn die Sachen direkt vor Ort liegen. Dann haben wir hier noch unsere Batterien, eine Tüte mit leeren Batterien, weil man die ja nicht im Hausmüll entsorgen soll, und halt sowas wie Schrauben und Tackerklammern, also alles so ein
ja, Baumarkt-Equipment, sag ich jetzt mal so. Auch ganz viele Sachen wieder von Bauhaus, von meinem Baumarkt des Vertrauens. Ja, die Schublade ist auch nicht so krass aufgeräumt. Ich glaube, da muss ich auf jeden Fall nochmal aufräumen. Ich überlege mir sowieso nochmal ein anderes Konzept, weil ich eigentlich gerne alle meine Künstlersachen in einer Kommode hätte oder in einem Schrank, aber ich bin mir einfach noch nicht sicher, wie. Wir haben ja auch nur begrenzten Stauraum und da muss man halt erstmal das nutzen, was man hat. Ich arbeite halt von zu Hause aus und so vermischt sich das alles immer so ein bisschen. Was ich natürlich auch immer rumstehen habe, ist dieser große Eimer mit Spachtelmasse. Da werde ich öfter mal nach gefragt. Das ist von der Marke Gerstecker. Das ist die feine Spachtelmasse und die benutze ich halt sehr häufig. Deswegen habe ich mir da auch so einen großen Bottich gekauft. Habt ihr bestimmt auch schon in einigen Videos von mir gesehen. Die hat einfach eine super Konsistenz und ich finde einfach die Qualität auch total toll. Also es gibt ja bestimmt auch irgendwelche günstigeren, die genauso gut sind, aber alles habe ich natürlich jetzt auch noch nicht ausprobiert. Mir ist es halt wichtig, dass es eine Spachtelmasse ist, die extra für Künstler geeignet ist, die für Leinwände geeignet ist, damit die sich halt mit der Leinwand mitbewegt. Das heißt, es muss ein bisschen Acrylanteil auch drin sein, damit sie elastisch ist. Erzähle ich ja auch öfter mal in meinen Videos. Die Spachtelmasse hat leider nicht so richtig einen festen Platz, weil einfach dieser Bottich viel zu groß ist für meine Schubladen. Deswegen steht sie dann meistens irgendwo auf der Fensterbank oder im Regal oder auf dem Tisch oder unterm Schreibtisch herum. Naja, es ist halt so eine Übergangslösung. Ich habe natürlich auch eine Staffelei, beziehungsweise habe ich eigentlich zwei Staffeleien. Ich habe diese eine große und eine kleine, die ist gerade momentan auf dem Dachboden, weil ich die einfach nicht so häufig brauche und die steht mir sonst auch wirklich immer nur im Weg rum. Und die große Staffelei eignet sich auch ganz gut, um Bilder zu präsentieren und zu fotografieren und dafür wird die halt meistens auch genutzt. Ich finde sie sehr sperrig. Ich hatte auch schon mal die Überlegung, dass ich einfach eine komplette freie Wand mir mache und da so Schrauben rein drehe, damit ich daran dann male. Aber irgendwie bin ich mir da auch noch nicht so sicher, ob ich das machen möchte. Ihr habt es bestimmt auch schon in einigen Videos gesehen, dass ich sehr gerne auf meinem Bügelbrett male. Der Vorteil davon ist, dass ich es einfach auch wieder wegräumen kann und dass die Katzen nicht so raufspringen. Also irgendwie machen die das da halt einfach nicht bei diesem Bügelbrett. Während, wenn ich jetzt zum Beispiel das Bild auf einen Tisch legen würde, dann würden sie da vielleicht rüberspringen, beziehungsweise ist das halt auch schon passiert. Deswegen male ich total unkonventionell, auch gerne auf einem Bügelbrett. Jetzt male ich auch gerne gerade ein bisschen auf dem Boden. Das ist irgendwie für mich total entspannt und früher habe ich auch immer so gemalt, deswegen ist es für mich sowas, was ich halt gut kenne und was sich vertraut anfühlt. Und ich denke, man sollte da einfach nach seiner Intuition gehen. Manches funktioniert halt ganz gut, manches nicht. Logischerweise habe ich bei mir auch immer ein paar Leinwände rumstehen, mal mehr, mal weniger, wie gesagt. Diese hier habe ich zum Beispiel selber zusammengebaut. Das mache ich recht häufig, besonders bei größeren Größen. Wenn ich in einem Großformat malen möchte, ist das einfach viel angenehmer, wenn man die selber zusammenbaut, weil dann halt nicht eine Leinwand 100 € kostet oder so. Und wenn ich es auch selber kann, warum soll ich die dann fertig kaufen? Also ich bin mir dafür jetzt nicht zu schade. Ich habe mir das auch angeeignet, wie ich das ganz gut hinkriege. Und ja, da habe ich schon so eine Routine drin. Es dauert allerdings auch immer ein bisschen, bis man da so reingekommen ist und das auch halbwegs ordentlich hinbekommt. Also es ist alles eine Übungssache und man kann sich das selber beibringen. Es ist natürlich eine Fleißarbeit, das muss man dazu sagen. Aber man spart halt auch Geld damit. Der Vorteil ist, dass man auch selber Einfluss auf die Qualität des fertigen Produktes hat und ich auch bestimmte Größen, die es vielleicht nicht fertig gibt, damit auch anfertigen kann. Finde ich, ist ein großer Vorteil, vor allem wenn man Auftragsarbeiten anbietet. Und bisher waren meine Kunden auch immer sehr zufrieden darüber, dass ich halt spezielle Größen anfertigen konnte. Das geht halt natürlich nur, wenn man das selber macht. Und hier auf der Fensterbank habe ich jetzt noch meine Pinsel stehen und so eine Küchenrolle und außerdem noch ein Spray zum Putzen, falls mal irgendwas daneben gegangen ist oder so. Das brauche ich einfach auch jeden Tag. Und dann habe ich hier auch noch mein Acrylmedium stehen. Das benutze ich auch ganz gerne zum Farbenmischen. Ich finde es nicht ideal, dass die Sachen da so einzeln rumstehen. Ich überlege mir da auf jeden Fall, wie ich das besser gestalten kann. Ich hätte halt gerne meine Pinsel alle auf einen Blick auch in so eine Schublade eingeordnet.
Und da versuche ich mich jetzt auch mal gleich so ein bisschen dran. Das Endergebnis seht ihr dann am Ende des Videos. Ich habe übrigens eine IKEA-Kommode, was ihr euch ja wahrscheinlich auch schon gedacht habt. Und da habe ich auch die passenden Einlagen hierfür, um die Sachen so ein bisschen zu organisieren und auf einen Blick zu sehen, was ich alles an Farben noch habe. So kann ich immer gut nachgucken, was ich wieder neu brauche, was leer gegangen ist. Und dann wird halt wieder eine neue Bestellung aufgegeben. Oder ich gehe einfach los und hole mir das direkt. So Leute, ich habe ein bisschen umgeräumt jetzt. Ich habe die großen Farbpötte erstmal aus den Schubladen rausgenommen und die ins Regal gestellt. Ich weiß nicht, ob ich das so lassen sollte oder nicht, aber hier ist es jetzt ein bisschen einfacher für mich gewesen, da gerade eine neue Bestellung angekommen ist mit Farben und die müssen halt auch irgendwo hin und die haben wieder mal nicht in die Schubladen gepasst. Also stehen sie jetzt erstmal hier draußen und wenigstens ist es so ein bisschen nach Farben sortiert und man hat eine Übersicht von den Sachen, die man so hat und was man vielleicht noch braucht. Ja, ich lasse es jetzt erstmal so und gucke, ob ich damit klarkomme. Aber die kleinen Farbtuben möchte ich schon gerne in der Schublade aufbewahren. Ich glaube, man muss einfach akzeptieren, dass es ein stetiger Wandel ist. Wenn eine neue Bestellung kommt, brauche ich natürlich auch immer ein bisschen Lagerfläche. Und deswegen habe ich mir dieses Regal komplett für meine Kunst freigeräumt, damit ich da ein bisschen Spielraum habe. Ich hatte da vorher auch noch so ein paar andere Sachen mit drin und das habe ich jetzt alles woanders hingeräumt. Auch wenn ich das visuell jetzt nicht so ideal finde, aber es erleichtert dann manchmal ja schon die Arbeit, wenn man die Sachen griffbereit hat. Aber dieser ganze Kleinkram, den möchte ich wirklich weghaben. Also der muss nicht unbedingt draußen rumstehen. Ich habe auch meine 2 untersten Schubladen noch mal ein bisschen aufgeräumt. Ich habe jetzt zum Beispiel hier neue Pinsel gekauft und die müssen halt auch irgendwo ordentlich untergebracht werden. Deswegen habe ich die jetzt erstmal hier so drin in solchen Containern. Und auch nochmal so eine Farbwanne, da möchte ich etwas größere Projekte noch mitmachen. Und auch die unterste Schublade mit dem Schlagbohrer und dem Akkuschrauber ist ein bisschen aufgeräumter inzwischen und mir gefällt das halt einfach so viel besser. Und ich komme an die Sachen auch viel leichter ran, als wenn ich da immer irgendwas vorziehen muss, um an die Sachen dahinter ranzukommen. Das ist halt einfach unpraktisch. Naja, man hat immer neue Lösungen und es ist, wie gesagt, im Wandel. Da kann man einfach nichts gegen machen. Das ist bei Kunst eben auch so, weil es je nach Projekt geht, was man gerade so vorhat und was man dafür an Materialien braucht. Auf jeden Fall kann ich nur sagen, dass ich eines festgestellt habe, dass ich einfach Platz brauche für meine Kunst und dass, wenn zu viel herumsteht, mir das einfach dann auch zu viel wird und ich weniger kreativ werde. Wenn ich viele große Flächen frei habe, kann ich einfach viel freier malen. Und man hat es ja selber in der Hand, wenn man sich einfach ein bisschen reduziert und nicht so übertrieben viele Sachen allgemein hat, dann hat man auch mehr Platz für seine Kunst, auch wenn man vielleicht nicht in dem allergrößten Raum der Welt arbeitet. Ich denke, das ist alles immer nur eine Sache der Organisation. Natürlich wäre es schön, in einem großen Atelier zu arbeiten, aber das kann ich mir leider nicht leisten. Leute, die sowas haben, die haben natürlich einen Vorteil darin. Ähm, aber ich muss es nun mal auch in unserer Wohnung hier unterbringen und bin bisher auch ganz gut damit klargekommen. Immer wenn jemand solche Bemerkungen macht wie, oh, das ist ja hier gar kein richtiges Atelier oder so, dann denke ich mir auch immer so, ja gut, aber ein Atelier, das muss man sich halt auch erstmal leisten können und bereit sein, die Miete dafür zu bezahlen. Und wenn man einfach einen Raum hat, den man auch privat nutzt, dann kann man da auch ein bisschen Geld sparen. Also wenn man das Ganze clever angeht und einfach nichts darauf gibt, was andere darüber sagen, dann findet man irgendwann seinen eigenen Weg und kann auch zuversichtlich sein, dass man das macht, was für einen richtig ist und was andere davon halten, ist mir ehrlich gesagt auch egal. Ich glaube sowieso nicht, dass es nur einen einzigen richtigen Weg gibt. Ich glaube, man kann auch in kleinen Räumen tolle Kunstwerke gestalten. Ich glaube, das hat nicht so viel damit zu tun, wie groß der Raum ist oder wie professionell in Anführungsstrichen man eingerichtet ist. Für mich funktioniert das so und für jemand anderes mag es vielleicht anders funktionieren. Und ich denke mir immer, man soll einfach den anderen leben lassen, wie er gerne möchte. So, das ist jetzt erstmal mein Schlusswort für heute. Ich hoffe, ihr konntet einiges daraus mitnehmen, habt vielleicht ein bisschen Inspiration gefunden, vielleicht selber mal bei euch aufzuräumen oder ein paar Sachen auszusortieren.
Was ich euch auf jeden Fall an dieser Stelle mitgeben möchte, ist, hört nicht darauf, was andere sagen. Es ist völlig egal, wie euer Büro oder Atelier oder was auch immer eingerichtet ist. Wichtig ist nur, dass ihr Freude daran habt und dass ihr es euch so einfach wie möglich macht. Ich glaube nicht, dass man irgendwelche Ansprüche dabei erfüllen muss, weil das einen auch kreativ total blockieren kann. Und deswegen sollte man unbedingt immer das machen, was man selber möchte und was man selber für richtig hält. Und nicht auf irgendeine Obrigkeit oder sonst wen hören. Das sind jetzt hier meine rebellischen Worte zum Schluss. Ich wünsche euch wie immer ein wunderschönes Wochenende und sage wieder ciao und bis zum nächsten Mal.